today I'm going to be watching part 5 of 5 of Volker Pisper's History of the USA. This has just been an absolutely incredible monologue. Very well delivered by Volker, expertly researched. One thing I wanted to know about this monologue, where was this originally shown? Was it just recorded live and put onto a DVD? Was it on German television? How many German people have actually watched this monologue? I just feel privileged to have witnessed it, really. And of course this is the last part, but I'm going to have more reactions to Volker coming soon. Recommend some of his work that you think I should watch. And keep recommending other German satire artists, cabaret artists, and I'll try and get to them soon too. Let's watch part 5 of 5. Und das denke ich bei Schröder in immer kürzeren Abständen. Immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Merkel her. Sie hat wieder einen draufgesetzt. Angela Merkel hat ja wirklich versucht, Karriere als Buschzäpfchen zu machen. Und sie hat es angekündigt. Kurz nach den Anschlägen auf einer Pressekonferenz sagte diese Frau wörtlich, Solidarität heißt, im Zweifelsfall zu allem bereit zu sein. Dann hat sie vergessen, noch hinten die Pumps zusammenzuschlagen. Wow, 40 seconds in and his disdain for Merkel is absolutely apparent. I've seen him mention her here and there throughout the previous 4 parts, but here he's gone straight for her. Zu allem bereit, Merkel. Von solchen Menschen wurde Deutschland immer gerne regiert, nicht? Naja, zu allem bereit. Ami-Befehl, ich folge dir, oder was? 40 Jahre Diktatur gehen wohl doch nicht so spurlos an der Festplatte vorbei. Is he talking about the dictatorship or the power of East Germany or the 40 years of the kind of split of Germany? Früher hieß es Helm ab zum Gebet, heute heißt es Hirn ab zur Solidarität. Natürlich hat sich auch etwas verändert. Nach den Anschlägen, auch in Deutschland. Wir Deutschen sind doch normalerweise ein Volk von 80 Millionen Fußballexperten und potenziellen Bundestrainern. Und damals wurden wir quasi über Nacht zu einem Volk von 80 Millionen Islamexperten und potenziellen Antiterrorspezialisten. That's an interesting point because that was the same in the UK as well. Then things like COVID happened and everybody became virology experts and these sort of things that become mainstream. Everybody becomes an expert and has to have their opinion on it. Obviously at this time it was Islam. Und die große Frage ist doch bis heute, wie unterscheide ich den friedlichen Muselmann vom gemeingefährlichen islamistischen Terroristen? Das Tragen von Kopftüchern und langen Bärten hat sich nicht als gutes Unterscheidungsmerkmal herausgestellt. Schon war der Verfassungsschutz völlig überfordert. Wie, die haben die Bärte abgemacht? Da können wir sie nicht mehr finden. Is that talking about the incompetence of the police? Woran erkennen Sie Terroristen? Neonazis erkennen Sie leicht. Funktionäre von der NPD, die erkennen Sie am Gehaltscheck vom Verfassungsschutz. Aber woran Terroristen? Mohammed Atta, die Terrorbestie aus Hamburg, war doch genau das, was sich Otto Schily und der Beckstein unter einem perfekt integrierten Ausländer vorstellen. Mohammed Atta sprach wesentlich besser Deutsch als laut der PISA-Studie 2/3 unserer deutschen Schüler. Der hat sogar seine GEZ-Gebühren bezahlt. Da wissen Sie nicht mal, was das ist, ne? Ja. Der hat die GEZ-Gebühren bezahlt als Student. So is he kind of insinuating he was like the perfect German, although he was a foreigner, that he went overboard to pay the GEZ fees, even though as a student, I'm guessing maybe he never had to? Sofort wurden die Kriterien für die Rasterfahndung verändert. Es musste was passieren. Wir alle sind da bedroht durch den islamistischen Terror. Spüren Sie die Bedrohung nicht? Wie viele Deutsche sind im Kampf gegen den islamistischen Terror schon gestorben? Allein die Raucher, die finanzieren das ja alles. Seit Januar 2002 extra Aufschlag auf die Tabaksteuer. Zweckgebunden für den Kampf gegen den Terror. Millionen von Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihren Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Is that true?
Is that how they try to raise money for the fight against terrorism by taxing cigarettes? Man ist ja schon froh, dass wir bei der Flut im Osten nicht auf die Trinker zurückgegriffen haben. What flood was he talking about there? 150.000 Deutsche sterben jedes Jahr in den Folgen von Rauchen. 50.000 Deutsche sterben in den Wow. Folgen von Saufen. 6.000 bis 7.000 sterben im Straßenverkehr. Der Preis der Mobilität. Lese ich in der Zeitung. Weil Geiz ja geil ist, lassen die Spediteure ihre Lkw-Fahrer so lange durch die Gegend fahren, bis die übermüdet einschlafen und Menschen totfahren. Ungebremst auf Stauende. Unerklärlich. Der Preis der Mobilität. Ich nenne das gesellschaftlich akzeptierten Massenmord. Whoa. Socially accepted mass murder. Now that is a very strong take. Again, I've mentioned Volker's bravery on previous videos. On the previous videos, he's been talking more about USA's foreign policy. Now he's talking more about German internal matters here. How they're funding that fight against terror, which is where the link is. But also bringing to the forefront all these German problems. Not problems as such, but the German people who are suffering from problems like alcohol, smoking, these addictions. Where could that money that is put for the fight on terror be better spent helping German people? Socially accepted mass murder. That is one of the strongest terms, and that is such a salient way to actually describe that. Die alten Menschen in Deutschland haben Angst vor Al-Qaida. An ihrer Stelle hätte ich Angst vor deutschen Busfahrern. Wow. Deren Trefferquote liegt wesentlich höher. Nochmal 6.000 Deutsche sterben durch Grippe. Jedes Jahr stinknormale Grippe, nicht SARS oder sowas. 15.000 Deutsche sterben durch Ärztepfusch. Jedes Jahr. That's a huge number. 15.000 Tote durch Ärztepfusch. Da muss ein Al-Qaida-Kämpfer lang dran stricken. Das macht der Hartmann-Bund montags nachmittags. Jeez. He is really going hard at these problems, but it's a good thing that he's actually bringing these numbers, these huge numbers, bringing that to the attention of many people, because maybe a lot of people wouldn't actually know the amounts of deaths and the reasons, like these doctors' mistakes. When people are so focused on taking in propaganda and thinking the big problem we face is Islamists, where the amount of deaths that they actually inflict are minimal compared to all these probably are, they could be preventable deaths as well. It's an interesting comparison. Aber was sind all diese Toten? Was sind sie im Vergleich zur Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus? Denn das ist der deutsche Albtraum. 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ums Leben kommen. Und deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden, wenn sie noch so sinnlos sind. Die Bevölkerung muss das Gefühl haben, es werden Maßnahmen ergriffen zur Sicherheit. Metin Kaplan muss ausgewiesen werden, der Kalif von Köln. Er tanzt dem Rechtsstaat auf der Nase herum. Soweit haben wir es gebracht. Dass Menschen, die ihre vom Gesetz verbrieften Rechte in Anspruch nehmen, dem Rechtsstaat auf der Nase herumtanzen. Soweit hat es die Hysterie in Deutschland schon wieder gebracht. Ja. Jetzt wollen sie potenzielle Terroristen ausweisen. Das wird lustig. Wie heißt die Formulierung im Gesetz? Tatsachengestützte Gefahrenprognose. Fact-supported danger Mal gucken, wie lange das prediction. Bundesverfassungsgericht braucht, um den wieder zu kippen. Tatsachengestützte Gefahrenprognose. Das war der Irakkrieg auch. Tatsachengestützt vom Geheimdienst. Wollen Sie wirklich Deutschland sicher machen, indem Sie potenzielle Terroristen ausweisen? Wie naiv sind Sie eigentlich? Wann haben Sie Deutschlands Grenzen zuletzt in Ruhe mal angeguckt? Wollen Sie Terroristen rausschmeißen? Wer hier rein will, wirklich was anstellen will, der schafft das auch. Da können Sie doch in einem Haus alle Fenster einschmeißen und sagen, jetzt schmeißen wir mal alle Mücken raus. They can just come back in, that's the Es point. gibt nur eine Möglichkeit, Deutschland richtig sicher zu machen, und die haben wir 1989 abgerissen. Ja, Wow. vielleicht ist es das, was Beckstein, Schilly und Schönbaum eigentlich wollen. Ne? Eine schöne Mauer, diesmal ganz drumherum, um ganz Deutschland, eine richtig schöne Mauer. Eine riesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Alle Ossis haben wieder einen Job. Die schießen sie auf die, die rein wollen, nicht mehr auf die, die raus wollen. Wow.
now going through like German history, using that comparison of the wall, talking about, yeah, if you want to expel these potential threats, building a wall around Germany to stop them getting back in rather than keeping people in, is keeping people out. Using this monument of separation that caused Germany so much problems throughout its history, using it in this modern context. And again, very brave. I'm sure at this time, when there was all this hysteria about these attacks, I'm sure there was no one else really saying things like this. And it's amazing to hear. Hoffentlich können wir sie rechtzeitig umtrainieren. Der Fingerabdruck muss in den Personalausweis. Ja klar, der Otto Schiele hat gesagt, der Beckstein hat recht. Und wir sollen uns nicht anstellen mit dem Datenschutz. Die Spanier hätten den Fingerabdruck seit über 30 Jahren im Personalausweis. Und das stimmt, das hat der General Franco noch eingeführt. Chilis großes Vorbild. Ist in Spanien blöd gelaufen. Hat ein Diktator eingeführt, ist der Demokratie in die Hände gefallen. Chili macht das lieber umgekehrt. Und sobald wir den Fingerabdruck im Personalausweis haben, dann sind wir sicher, ne? Ich wette mit Ihnen, dann haben wir genauso wenig Terroranschläge wie die armen Spanier. Bis neulich. Yeah, because I think what he's referring to there is you can give the Spanish these identity cards which Germany wanted to implement, but Spain still had that problem with domestic terror with ETA, that group who caused a lot of domestic issues that he's describing Islamists potentially causing in Germany. Wow. I feel like I learned so much from this monologue from Volker. Not even things that I learned, he's taking things I already knew and really bringing this other viewpoint, or bringing interesting things I hadn't thought about before, or hadn't compared things to before. So utterly brilliant stuff. Tell me more about this whole monologue. As I mentioned, did it win any awards? What was people's thoughts on this at the time? Did people react positively to it, negatively? Tell me more about it. And yeah, I've just got to say, Volker Pispers, an absolute legend. Such an intelligent, great guy. And yeah, can't wait to watch more of his work. So keep recommending his work. And yeah, thanks for watching these 5 parts.